Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern, kurz vor 19 Uhr. In einem zivilen Videomessfahrzeug halten die Verkehrspolizisten Paul Mittelstädt und Christian Schlünz Ausschau nach Verkehrssündern. Zu dieser Uhrzeit vor allem nach Rasern. Na, jetzt haben wir so den Zeitpunkt, dass wir so langsam alle Geschäfte geschlossen haben, die Straßen ein bisschen leerer werden und natürlich die Jugend oder die Heranwachsenden natürlich sich auch auf die Straße begeben und erfahrungsgemäß hier viel mit den Autos durch die Gegend fahren. Und daher gucken wir jetzt mal im Stadtgebiet, was da so los ist. Die beiden haben gerade das Ortsschild Waren-Müritz passiert, als ein Kleinwagen über eine rote Ampel fährt. Da vorne ist gerade durchgezogen. Die Kamera des Videomessfahrzeugs hat zwar aufgezeichnet, aber Frage, ob das drauf war, war nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Paul Mittelstädt spult die Aufnahme zurück. Da steht er. Da. Jetzt fährt er einfach los. Ja, das ist ja länger als eine Sekunde sogar, ne? Ja. Um genau zu sein, war die Rotlichtphase beim Überfahren schon fast wieder vorbei. Aber eben nur fast. Wir haben jetzt ja quasi aus dem Augenwinkel noch feststellen können, dass wir einen Pkw-Fahrer, ist ganz vorbei, ja, ihn hier hatten, der hier eine satte Fahrt hingelegt hat über Rotlicht. Ja, und da werden wir den Fahrzeugführer jetzt mal drauf ansprechen. Da die Ampel bereits weitaus länger als eine Sekunde rot angezeigt hat, geht es um einen sogenannten qualifizierten Rotlichtverstoß mit höherer Strafe. Hallo, die Polizei. Ja, hab Mit ich einer gesehen. Verkehrskontrolle, ne? Ja. Fahrzeugschein, Führerschein hätte ich gerne mal von Ihnen, ja, genau. Hab mich so erschrocken, als sie mich überholt haben. Die Frau hat offenbar keinen Schimmer, warum die Polizisten sie angehalten haben. Kurze Frage, warum sind Sie bei der roten Ampel einfach losgefahren? Die hat schon auf Gelb geschaltet. Nee. Wir haben ein Videofahrzeug, da haben wir sogar ein Video und da sehen wir, dass Sie eindeutig, Ja. Sie stehen da 10 Sekunden, keine Ahnung, oder 7 Ja. und fahren dann einfach los. Und warum? Naja, ich habe gesehen, dass das Fußgängerlicht auf Rot geht und dann. Ja, darf man aber nicht. Ne? Wir haben noch ein Video von, das können wir Ihnen mal zeigen. Dann sehen Sie das mal aus unserer Nein, Perspektive. Ja, doch, dann können Sie das mal so kurz. Lassen Sie uns mal reinschauen, ja. Ne? Das Zeigen des Videos dient als sogenannte verkehrserzieherische Maßnahme. Paul Mittelstädt und Christian Schlünz hoffen dadurch auf einen Lerneffekt. Das sind Sie. Ja, Ne? ja. Und jetzt, Rot. jetzt fahren Sie los. Ja. Sehen Sie? Sie haben recht. Ja. Mhm. Ja gut. Ja, Ne? ich, Deswegen haben wir uns auch klar. einfach gefragt, warum? Genau. ja. Wenn man schon stehen bleibt. Und, Ja. Also Sie haben ja vorbildlich gestanden, Na war alles in klar. Ordnung? Und haben mich, ja, Das ich ist bin sie. einfach zu früh los. Ja. Das ist ärgerlich. Gut, haben Sie gesehen. Gut gelaufen. Ja. Ich dokumentiere mal kurz Ihre Daten Na klar. Genau. und dann geht's gleich weiter, ne? Genau. Ja, also ich bin kurz vorm Heulen, ja, weil es ist wirklich, man fährt die Strecke jeden Tag, man weiß, es ist eine Fußgängerampel. Ich habe gesehen, das Licht geht auf Rot, kein Fußgänger vorhanden und dann bin ich halt los, weil ich wusste, es wird jeden Moment grün, aber es ist dumm. Es ist einfach dumm. Leider ja. Wissen Sie, Ja. wie da die Strafen aussehen? Ja. Punkt. Dadurch, dass quasi schon rot war, Ja, ne, sind Sie definitiv im qualifizierten Ja. Rotlichtverstoß. Ne? Ja, und ja. das ist auch mit Fahrverbot. Ne? Mhm. Im Zusammenhang. Ich kann noch mal reinschauen, aber ja, also der Grundtatbestand, wenn wir länger als eine Sekunde rot haben, sind tatsächlich 200 €, 2 Punkte im Monat Fahrverbot. okay. Ne? Ja. Das ist natürlich Ob das die 10 Sekunden wert ist? ziemlich Eher schmerzlich. nicht, ne? Nein, ich habe einfach wirklich. Ja, Ja, Es war dumm. passt. Es ist halt Gewohnheit, die Strecke, ne? Ja, ja gut. ist ja Und dann zufällig wir im Nacken.
Na klar. Ne? So wie es auch sein Aber muss. genau Ne? so muss es sein, man macht das nie wieder. Genau, Das ist einfach so. das haben sie Das ist ja schon mal. dann haben sie es selber auch gesehen. Na Gut klar. ist, ne? Gut, das war's dann schon von unserer Seite. Dankeschön. Dann können Sie weiterfahren, ne? Schönen Ja, Abend. nicht noch. Ja, auch so. Danke Ihnen auch. Tschö. Kommt gut, leider. Die Frau bekommt innerhalb der nächsten 4 Wochen Post von der Bußgeldstelle. Ab dann hat sie 4 Monate Zeit, um das Fahrverbot anzutreten. Ja, schade, unnötig, ist eine Menge Geld und ein Monat Fahrverbot und ja, das macht sie ganz bestimmt nicht wieder, das glaube ich ihr. Plötzlich fährt ein sehr lautes Auto vorbei. Mit, ne? Ja. Zügig. Zügig. Bitte. Gut. Alle Bretter zu? War schon bei F3, ne? Möchte ich meinen, ja. Wenn die beiden das Auto noch einholen wollen, müssen sie sich beeilen. Erst außerhalb von Waren-Müritz entdecken sie es rund 200 Meter vor sich wieder. Also wir standen jetzt gerade noch da und er ist dann vorbeigefahren und man hörte schon, dass natürlich die Abgasanlage, dass da auch was verändert wurde, ne? Und dann eben doch entsprechend zügig gefahren. Dann sollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist echt laut, ne? Der ist gut, ja. Der hat ja auch Fehlzündung drin, ne? Noch ein bisschen hören. Ja. Hast du gesehen? Das funkt echt im Ja. Abgasrohr, ne? Na klar. Ja, man sieht halt deutlich im Auspuff, sag ich mal, im Rohr, ne, hinten, dass da eben noch Gase verbrennen. Und das funktioniert halt nicht, ne? Also das hat sich weder Hersteller des Auspuffs noch des Fahrzeugs so gedacht. Der Auspuff ist aber nicht das einzige Problem. Kurz hinter einem Bahnübergang werden Christian Schlünz und Paul Mittelstädt Zeugen eines Verkehrsverstoßes. Sperrlinie. Ja. Absolutes Blautzeichen. Prima. Doch das illegale Überholen bleibt nicht das einzige Vergehen. Der Fahrer drückt aufs Gaspedal. Um die 130 bei 100. Also wesentlich zu schnell. 3 Verstöße innerhalb weniger Minuten. Haben Paul Mittelstädt und Christian Schlünz genug gesehen? Ich setz mal, ne? Ja, kannst du. Die beiden geben das Stopp-Polizeisignal. Glaube ich auch. Ja, haben wir. Ich mache auch wieder aus. Er hat's verstanden. Der Fahrer biegt bei der ersten Möglichkeit ab und bleibt auf dem Parkplatz einer Tankstelle stehen. Hi. Schönen guten Tag. Die Polizei mit einem vergessenen Foto. Ja. So, jetzt brauche ich mal Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis, ne? Auf einer Landstraße bei Waren-Müritz verfolgen die Provida-Polizisten Paul Mittelstädt und Christian Schlünz ein verdächtiges Auto. Nicht nur der Auspuff ist offenbar manipuliert, der Fahrer ist auch zu schnell unterwegs und überholt illegal. Auf einem Tankstellenparkplatz wollen ihn die Polizisten zur Rede stellen. Hi. Schönen guten Tag. Die Polizei mit einem vergessenen Foto. Ja. So, jetzt brauche ich mal Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis, ne? Christian Schlünz interessiert vor allem der Fahrzeugschein. Denn viele Umbauten am Auto müssen dort eingetragen sein, nachdem ein Gutachter sie auf Verkehrssicherheit geprüft hat. Im Fahrzeug wurden Veränderungen vorgenommen. Ne? Ja. Es sind keine eingetragen. Die Felgen habe ich eine ABE. Ja, wenn ich nach Fahrzeugpapieren frage, so. brauche ich alle Papiere, die dazugehören. Ja, Bitte. Ne? Ich habe ABE gedacht für meine Felgen. Von der Felgen. Genau. Die anderen beiden liegen zu Hause für vorne. Die sind kaputt. Komplett verschlissen und da kommen komplett neue rauf. Deswegen habe ich gerade aktuell übergangsweise drauf. Die Reifen kommen wahrscheinlich morgen oder spätestens nächste Woche. Der Mann hat auf der Vorderachse schmalere Reifen als auf der Hinterachse. Ohne Prüfung eines Gutachters ist das verboten. Das sind Gut, wie sieht es im Motorraum aus? Irgendwas verändert? Nee. Einmal bitte aufmachen.
Hat der Autoschrauber vielleicht auch am Motor gebastelt, um mehr PS aus seinem Wagen rauszuholen? Gut. Wo fehlt das auch noch da drin, wo er soll? Alles da, wo es sein soll. Ja. Alles original gehalten hier. Aber hier fehlt noch irgendwas, ne? Hier ist irgendwo ein Stecker. Warum ist die Lambda-Sonde nicht Die ist angesteckt? kaputt bei mir. Hatte vor kurzem ein Benzinpumpenproblem und die hängt mit der Benzinpumpe zusammen. Die gehen auf einen Stecker rauf. Wenn ich die aber ranklemme, knallt er mir immer die Sicherung durch. Mhm. Wo ist der Cut? Unterm Auto. Der ist noch drin? Der ist unterm Auto, ja. So, Betriebserlaubnis von Auspuff? Wie sieht's aus? Habe ich aktuell keine. Haben Sie keine, ne? Nein. Das glaube ich auch, ne? Ab wo geht er los? Der Auspuff? Mittelschalldämpfer oder Endschalldämpfer? Nur Endschalldämpfer ist das. Nur Endschalldämpfer. Ja, ja, Der hat ja auch keine E-Nummer bestimmt, ne? Nee. Die E-Nummer ist ein europaweit anerkanntes Genehmigungszeichen für Fahrzeugteile. Also eine Betriebserlaubnis ohne technische Prüfpflicht. Der Endschalldämpfer hat keine und ist damit illegal verbaut. Mit dieser Geschichte ändern Sie Ihr Abgas- und Geräuschverhalten, ne? 30. Und wenn sich das verändert, löscht die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Eine Frage. Ne? Eine kleine Frage. Es Genau. gibt ja sowas wie neue Geräuschvermessung. Wenn man solche technischen Modifikationen vornimmt, können Sie alles machen. wo macht Aber man die? Beim TÜV direkt oder? wenn der TÜV das hier macht, das glaube ich nicht. Ich, Ne? ich, Also man kann sich auch einfach einen Auspuff mit einer E-Kennung kaufen. Da ist man wesentlich günstiger, als wenn man sich eine Einzelabnahme holt. Ne? Gut, ist die erste Geschichte. ja. Mein Fahrverhalten, die zweite Die Geschichte. zweite Geschichte ist die Geschwindigkeit. Das ist ein geeichtes Videofahrzeug. Weiß ich. Und ein Überholen haben wir noch, ne? Da müssen wir noch mal gucken. Das ging dann so ein bisschen ins absolute Überholverbot rein. Auspuff und Reifen illegal, viel zu schnell unterwegs und dann auch noch das Überholverbot missachtet. Für den Fahrer endet ein Ausflug ungemütlich. War jetzt eben gerade kurz bei meiner Mutter gewesen in Waren, aber gut, dass das jetzt so endet, ist halt passiert. Man braucht nicht lügen oder so vor der Polizei. Man kann es auch zugeben, ich meine, wenn ein Videowagen hinterfährt mit Beweisen, braucht man es nicht leugnen. Neugierig ist der Mann aber dann doch. Dann machen wir kurzes Kino, machen wir noch mal kurz. Ne? Jo. Das ist der Bahnübergang in Kleinplasten. Da sind Sie. Hier ist natürlich das Überholen aufgrund der, Durchgezogene Linie Durch- verboten. nein, nicht nur die durchgezogene Linie, Auch wegen der Einfahrt. sondern hier ist auch ein Schild, das das Überholen verbietet. Ne, dieses Zeichen. Und ja, erstens ist hier eine Einmündung, zweitens ist hier eine Bushaltestelle und drittens ist hier eine nicht einsehbare Bergkuppe. Wenn da einer entgegenkommt, Sieht man zu spät. na oder gar nicht. Ne? Und man sieht nur noch die hellen Lichter kommen und dann war es das. Ne? Die Strafe dafür 150 € Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg. Als nächstes geht es um die zu hohe Geschwindigkeit. Ja, sehen Sie selber. Ne? 100 sind zulässig, immer so um die 140. Was kommt auf mich zu, zwecks der Fahrweise? Bestimmt Fahrverbot. Wenn wir die 40 drüber treffen, Ab 41 ist Fahrverbot. Okay. Ne, wir waren jetzt knapp über 140. Da sind noch keine Toleranzen abgezogen. Ne? Ja. Also wir werden das Ding auf der Dienststelle auswerten. Okay. Wenn du ganz viel Glück hast, kommst du unter 140. Ne? Und du hast natürlich kein Fahrverbot. Aber trotzdem sicher 1 Punkt in Flensburg und ein Bußgeld von 200 €. Doch damit nicht genug. Durch die illegalen Umbauten ist die Betriebserlaubnis des Autos erloschen. Was muss der Mann tun, um sie wiederzuerlangen? Jetzt bekommt er dafür einen Mängelschein. Und mit diesem Mängelschein muss er sich unverzüglich mit Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit bei einer Polizeidienststelle seiner Wahl vorschlagen. Und das ist für uns ein Kontrollmittel, dass wir auch nachweisen können, dass er die Mängel von seinem Fahrzeug dann behebt. Und er darf jetzt hier auch nur stehen bleiben, weil Kontrollort vis-à-vis auch der Wohnort ist. Ne? Also wenn er jetzt hier nicht gewohnt hätte, wäre die Weiterfahrt auch hier zu Ende gewesen mit diesem Fahrzeug. Das ist der Mängelschein. Ja. Ich weiß. 14 Tage Zeit. Nein, Nee? das ist nicht mehr. Ach so. Ne? Hier steht drauf unverzüglich. Unverzüglich heißt, So schnell wie es geht. sollte das nicht passieren, geht dieser Zettel von unserer Seite aus zur Zulassungsstelle des Landkreises. Und dann wird die sie anschreiben und alles, was die sie anschreiben, wird kostenpflichtig werden. Wir haben jetzt aufgeschrieben, die Bereifung, alle 4. Dass sie das irgendwie auf die Reihe kriegen, dass die alle gleich aussehen. Ne? Und die Abgasanlage, Endschalldämpfer ohne BE.
Originaldämpfer oder einen ran, der eine Zulassung hat. Und wirklich kümmern, Mach ich. weil sonst sieht das nicht gut aus für das Auto, ne? Ich weiß. Alles klar? Alles klar. Gut. Heute Abend darf der Mann nur noch auf direktem Weg nach Hause und muss dann auf den Bußgeldbescheid warten. Ja, also beim Überholen geht's schon los. Ne? Also entsprechend sind wir da bei 150 € ein Punkt. Ne? Die Bearbeitungsgebühren bei den Bußgeldern kommen natürlich oben drauf. Wenn wir die 40 knacken, die ja zu viel war, dann sind das auch um die 300 €. Und dann eben noch das Erlöschen der BE. Also es wird schon ein teurer Spaß. Die spätere Auswertung ergibt, der Fahrer hat Glück im Unglück. Denn abzüglich Toleranz war er nur 33 km pro Stunde zu schnell und erhält damit zumindest kein Fahrverbot. Und dennoch, alle Verstöße zusammen kosten ihn 468 €. 2 Punkte in Flensburg und jede Menge Zeit und Geld beim Gutachter.